Ein altes Manuskript wurde entdeckt. Es war in einer staubigen Kiste auf dem Dachboden eines alten Hauses verborgen. Als die Forscher das Dokument öffneten, fanden sie es in einem überraschend guten Zustand. Das Manuskript war in einer Sprache geschrieben, die niemand von ihnen sofort verstand. Es enthielt mysteriöse Symbole und Zeichen, die auf eine vergessene Zivilisation hindeuteten. Es sieht aus, als ob wir einen großen Schritt in der Geschichte gemacht haben, sagte der Hauptarchäologe. Doch je mehr sie das Dokument untersuchten, desto verwirrter wurden sie. Die Sprache schien eine Mischung aus verschiedenen alten Dialekten zu sein. Einige der Forscher vermuteten, dass es sich um ein verschollenes Werk einer alten Philosophenschule handelte. Doch andere waren der Meinung, dass es sich um eine religiöse Schrift handelte. Es wird sicherlich Monate dauern, bis wir alle Geheimnisse entschlüsseln können, erklärte einer der Linguisten. Während sie daran arbeiteten, fingen sie an, Verbindungen zu anderen antiken Texten zu finden. Es schien, als ob das Manuskript eine Art Schlüssel zu einem noch unbekannten Kapitel der Geschichte war. Einige der Symbole waren sehr ähnlich denen in alten sumerischen Schriften. Doch der wahre Durchbruch kam, als sie eine Notiz am Ende des Manuskripts entdeckten. Diese Notiz war in einer noch unbekannten Schrift verfasst. Wir haben den geheimen Code gefunden, rief der Linguist begeistert. Die Forscher begannen, jedes Zeichen und jedes Wort zu analysieren, um die Bedeutung zu entschlüsseln. Doch je mehr sie entschlüsselten, desto mehr Fragen tauchten auf. Es schien, als ob das Manuskript mehr Fragen aufwarf, als es Antworten lieferte. Es ist, als ob jemand absichtlich versucht hat, uns in die Irre zu führen, sagte einer der Historiker. Aber trotz der Rätsel, die es aufwarf, wussten die Forscher, dass das Manuskript von unschätzbarem Wert war. Es war klar, dass dieses Dokument etwas zu verbergen hatte. In den nächsten Wochen arbeiteten sie rund um die Uhr, um mehr herauszufinden. Sie entdeckten, dass einige der Symbole mit Sternenkarten aus dem alten Babylon übereinstimmten. Das könnte der Schlüssel zur Entschlüsselung der alten Astronomie sein, überlegte der Wissenschaftler. Aber es gab auch Verweise auf ein längst vergessenes Reich, das in keinem modernen Buch zu finden war. Es ist, als ob dieses Reich aus der Geschichte ausgelöscht wurde, sagte der Historiker. Nachdem sie das Manuskript weiter untersuchten, fanden sie Beweise, dass dieses Reich tatsächlich existiert hatte. Das könnte die größte Entdeckung unseres Lebens sein, sagte der Archäologe. Doch mit jeder neuen Entdeckung wuchs auch der Druck, das Geheimnis zu lüften. Einige Forscher begannen, das Gefühl zu haben, dass sie nicht nur historische Fakten, sondern auch ein düsteres Geheimnis aufdeckten. In einer der letzten Entschlüsselungen fanden sie einen Hinweis, der sie zu einem geheimen Ort führte.
Wenn wir diesen Ort finden, werden wir die wahre Bedeutung des Manuskripts verstehen, sagte der Kommissar. Doch die Reise zu diesem Ort war gefährlicher, als sie es sich je hätten vorstellen können. Es gab viele Risiken und Herausforderungen auf dem Weg. Es ist, als ob wir uns auf ein Abenteuer aus alten Zeiten begeben, sagte der Historiker. Schließlich fanden sie den geheimen Ort in den Tiefen der Wüste. Der Ort war ein alter Tempel, der in den Sand der Zeit eingehüllt war. Wir haben es geschafft, sagte der Archäologe, als er die Tore des Tempels öffnete. Im Inneren fanden sie weitere Hinweise, die den Ursprung des Manuskripts erklärten. Es war ein Relikt einer Zivilisation, die vor Tausenden von Jahren untergegangen war. Wir sind Zeugen einer Geschichte, die nie erzählt wurde, sagte der Wissenschaftler. Doch mit der Entdeckung des Tempels kamen auch neue Fragen auf. Was hatte diese Zivilisation so mächtig gemacht? Warum war sie verschwunden? Die Antworten auf diese Fragen lagen tief im Inneren des Tempels verborgen. Indem wir diese Rätsel lösen, werden wir das wahre Erbe dieser Zivilisation verstehen, sagte der Historiker. Aber als sie tiefer in den Tempel vordrangen, stießen sie auf Hindernisse, die sie nicht erwartet hatten. Es ist, als ob dieser Ort uns prüft, sagte der Archäologe. Trotz dieser Herausforderungen gaben sie nicht auf. Schließlich erreichten sie das Zentrum des Tempels, wo sie das wichtigste Relikt fanden. Das ist es, rief der Forscher, als er das Artefakt entdeckte. Doch auch hier gab es noch ein weiteres Rätsel zu lösen. Der Kommissar war sich sicher, dass das Manuskript der Schlüssel zu allem war. Aber um die Wahrheit zu erfahren, mussten sie alle Teile zusammenfügen. Es ist ein Puzzle, das nur durch Geduld und Entschlossenheit gelöst werden kann, sagte der Historiker. Und so arbeiteten sie weiter, entschlossen, das letzte Geheimnis des Manuskripts zu lüften. Doch der wahre Wert des Manuskripts lag nicht in den Antworten, die es gab, sondern in den Fragen, die es aufwarf. Es ist, als ob dieses Manuskript uns mehr über uns selbst lehrt, als über die Vergangenheit, sagte der Kommissar. Während sie das Manuskript weiter entschlüsselten, wurden sie sich immer mehr der Bedeutung ihrer Entdeckung bewusst. Es war mehr als nur ein Stück Geschichte. Es ist, als ob wir die Vergangenheit neu schreiben, sagte der Archäologe, als er das Artefakt betrachtete. Doch obwohl sie so viel herausgefunden hatten, blieb immer noch eine Frage offen. Wer hatte dieses Manuskript geschrieben und warum war es so lange verborgen geblieben? Die Antwort auf diese Frage schien irgendwo in den verborgenen Tiefen des Tempels zu liegen. Es ist, als ob die Zeit selbst das Geheimnis bewahren wollte, sagte der Forscher. In einem weiteren Raum des Tempels fanden sie schließlich die letzten Hinweise, die sie benötigten.
Wir haben es geschafft, sagte der Historiker, als er das fehlende Stück fand. Doch es war nicht nur das Manuskript, das sie entdeckten. Es ist erstaunlich, wie eine so kleine Entdeckung so viele Türen öffnen kann, sagte der Kommissar. Die Forscher wussten, dass ihre Entdeckung weit über das hinausging, was sie sich ursprünglich erhofft hatten. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära des Wissens, sagte der Wissenschaftler. Doch auch die Entdeckung des Wissens brachte neue Herausforderungen mit sich. Sie mussten nun herausfinden, wie sie die Geheimnisse des Manuskripts mit der Welt teilen konnten, ohne das Erbe der alten Zivilisation zu gefährden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Verantwortung tragen, sagte der Archäologe nachdenklich. Es war eine Frage der Ethik. Es gibt Dinge, die man nicht einfach an die Öffentlichkeit weitergeben kann, sagte der Kommissar vorsichtig. Nachdem sie alle Aspekte abgewogen hatten, beschlossen sie, das Wissen in kleinen Schritten zu enthüllen. Es ist besser, den Weg vorsichtig zu gehen, als mit einem Schritt alles zu zerstören, sagte der Historiker abschließend.